Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute ist der 2. Januar 2026 und damit der 60. Geburtstag von Ultra Q. Und passend dazu gibt es heute die Review zur Serie. Die Serie wurde von Tsuburaya Productions gedreht und sollte zuerst unter dem Namen Unbalanced laufen. Im Laufe der Produktion wurde der Name zu Ultra Q abgeändert, aber im Vorspann der bereits gedrehten Folgen sieht man noch den originalen Namen. Und falls ihr übrigens ein extra Video über Tsuburaya Productions möchtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Nun aber beginnt die Review zu den einzelnen Folgen. Während übernatürliche Ereignisse und Monsterangriffe Japan erschüttern, scheinen Militär und Regierung überfordert. 3 unerschrockene junge Ermittler, Kenji Sahara, Yuriko Edogawa und Jun Manyome, nehmen es auf sich, diese unerklärlichen Phänomene zu untersuchen, um die Bevölkerung zu informieren und zu schützen. In der Folge wird Gomez von Haru Nakajima verkörpert. Beim Bau eines Eisenbahntunnels zwischen Tokio und Osaka stößt ein Bautrupp in einer riesigen unterirdischen Höhle auf ein seltsames Objekt. Da sie es nicht identifizieren können, wagen sich Jun und Yuriko in den Tunnel, um der Sache nachzugehen. Und unterdessen entdecken Ippei und ein Reporter mithilfe eines Jungs namens Jiro, dass es sich um das Ei des Riesenvogels Litra handelt. Einer alten Legende zufolge erscheint das Kaiju Gomez, um die Erde zu zerstören, sobald Litras Ei gefunden wird. Litra wird sich daraufhin erheben, um sie zu verteidigen. Unglücklicherweise sind Jun und Yuriko Gomez bei ihren Erkundungen in der Höhle bereits begegnet und werden von dem wilden Monster an die Oberfläche verfolgt. Yuri und Ippei helfen, das Ei zu erwärmen, um das Schlüpfen zu beschleunigen, und schon bald schlüpft Litra. Gomez taucht aus dem Tunnel auf und die beiden Kaiju liefern sich einen erbitterten Kampf. Nach einem erbitterten Gefecht tötet Litra Gomez mit ihrem Zitronella-Säurestrahl und stirbt anschließend selbst, nachdem sie ihr Schicksal erfüllt hat. Am Berg Amagi wurde ein 50 Meter großer Riesenaffe entdeckt. Das Tier aß grüne Blattwalnüsse, die mit Aobara-Nüssen aus einer nahegelegenen Forschungseinrichtung versetzt waren. Der Hausmeister der Forschungseinrichtung namens Goro, der sich zuvor mit dem Affen angefreundet und ihn ebenfalls Goro genannt hatte, hilft ihm dabei, Nahrung für den monströsen Appetit des Tieres zu finden. Und als Goro jedoch beim Stehlen von Vorräten erwischt wird, wird er von der Polizei verhaftet und inhaftiert. Und kurz darauf macht sich der Riesenaffe auf die Suche nach seinem kleinen Freund und wütet durch die Straßen der Stadt. Nachdem Redakteur Seki die Geschichte des Riesenaffen zuerst in der Tageszeitung veröffentlicht hatte, schmiedet er einen Plan. Goro soll seinem riesigen Haustier mit Drogen versetzte Milch geben, damit das betäubte Tier sicher zur Insel Iayan transportiert werden kann, wo vor kurzem ähnliche Riesenaffen entdeckt wurden. Goro trinkt die Milch und wird daraufhin zur Insel transportiert, wo er sein Leben leben kann. Als Jun und Yuriko ein UFO sichten, stellt sich heraus, dass es sich um eine verlorene Raumkapsel handelt, die von einer Mars-Mission zur Erde zurückgekehrt ist. In der unbemannten Kapsel befinden sich 2 kleine Goldkugeln, doch bevor die Objekte wissenschaftlich identifiziert werden können, werden sie von einem Dieb gestohlen, der sie für echtes Gold hält. Als eine der Kugeln versehentlich mit Hitze in Berührung kam, wächst sie zu gigantischen Ausmaßen an und es schlüpft ein riesiges schneckenartiges Kaiju namens Nemogon, das den Dieb und seinen Komplizen dabei tötet. Dr. Ichiro Nitani vermutet, dass die Kugeln von einer hochentwickelten, außerirdischen Rasse geschickt wurden, möglicherweise als Warnung an die Menschheit für die vielen lästigen Raumsonden. Währenddessen trägt Yuriko die zweite Kugel als Halskette und ahnt nichts von dem Monster im Inneren, das darauf wartet, geboren zu werden. Eine seltsame Erschütterung in Tokio lässt den Boden aufreißen und die Gebäude erzittern, als würde sich etwas Riesiges unter den Fundamenten der Erde bewegen. Im Kanal des Kaiserpalastes taucht eine große, tentakelartige Ranke namens Yuran auf und versetzt Passanten in Angst und Schrecken. Und kurz darauf werden Jun, Ippei und Yuriko Zeugen eines unterirdischen Angriffs auf Menschen, bei dem die Ranken versuchen, ihren Opfern Blut auszusaugen. Dr. Ichiro Nitani vermutet, dass eine gigantische Pflanze unter Tokio Wurzeln geschlagen hat. Bald darauf bricht die Knolle der Monsterpflanze durch ein Gebäude und die riesige Blüte erblüht über der Stadt. Während Ippei versucht, einen Freund aus dem zerstörten Gebäude zu retten, fliegt Jun mit Dr. Genda und seiner Cessna hoch in die Riesenblume. Der Wissenschaftler setzt ein Spezialgerät ein, das Kohlendioxidgas auf die Pflanze regnen lässt und sie so zerstört. Als Sonderkorrespondent der Daily News reist Jun zur japanischen Station am Südpol. Dort erfährt er vom mysteriösen Verschwinden des Mitarbeiters Nomura vor 3 Jahren. Ein Eintrag in Nomuras Tagebuch, der die unbekannte Entität Pigulia erwähnt, verleiht dem Fall zusätzliche Rätsel. Yoko Kuhara, die Stationsärztin und Nomuras Verlobte, ist ebenfalls auf der Station stationiert und hofft weiterhin, den Vermissten zu finden.
Bald darauf ereignen sich seltsame Vorkommnisse, begleitet von einem dramatischen Temperaturabsturz in der Region. Nachdem Yoko mitbekommt, wie die Besatzung beschließt, die Suche nach Nomura nicht zu riskieren, macht sie sich alleine auf den Weg zu ihm. Als Jun und Hauptmann Amada sie schließlich einholten, finden sie Yoko bewusstlos vor, bewacht von Nomuras treuem Hund Sabo. In der Nähe entdecken sie Nomuras Leiche, die im Eis eingeschlossen ist. Beim Anblick dessen war Yoko in Ohnmacht gefallen. Während sie versuchen, die Leiche aus dem Eis zu befreien, greift das Kaiju Pigulia an, doch das Team kann unverletzt entkommen. Bei der Suche nach Sabos Überlebensstrategie gegen Pigulia entdeckt Jun und Yoko Kokainreste an seinem Fell. Daraus schließen sie, dass Piguimi-H, ein chemisches Extrakt aus Kokain, die Schwäche des Kaiju ist. Als Pigulia erneut auftaucht, um die Basis anzugreifen, wird eine Rakete mit Piguim-H auf das Kaiju abgefeuert. Pigulia wird von der Rakete zurückgeschlagen und flieht vom Südpol. Der junge Taro entwickelt eine seltsame Vorliebe für seine Schildkröte Gameron, die er ständig zum Wachsen animiert. Nachdem er Ärger bekommt, weil er seine Schildkröte mit in die Schule bringt und sein Studium vernachlässigt, gerät Taro in die Gesellschaft zweier tollpatschiger Gangster, die vor den Behörden fliehen. Während er sich in der Kanalisation versteckt hält, stellt Taro voller Freude fest, dass seine Schildkröte plötzlich 99 cm lang geworden ist. Der Anblick der Riesenschildkröte schreckt die Gangster jedoch zu sehr auf, dass sie sich in die Arme der Polizisten flüchten. Die Beamten vermuten, dass Taro von den beiden Dieben entführt wurde und kehren zurück, um den Jungen abzuholen, der jedoch nirgends zu finden ist. Stattdessen reitet er auf dem Rücken seiner Schildkröte zum Unterwasser-Drachenpalast, wie er ihn in seinen Buntstiftzeichnungen dargestellt hat. Und dort trifft er auf die junge, schelmische Prinzessin Otohime. Als Taro nach Hause zurückkehren will, gibt ihm Otohime eine geheimnisvolle Schachtel, die er auf keinen Fall öffnen soll. Sofort wird er zu seiner Familie zurückgebracht. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, öffnet Taro die Schachtel und verwandelt sich augenblicklich in einen alten Mann. Als Yuriko die verstärkte vulkanische Aktivität im Gebiet des Fuji untersucht, erfährt sie die Geschichte eines modernen Tarzans namens Takeru, der Gerüchten zufolge seit 15 Jahren in den dichten Wäldern der Region lebt, nachdem er sich dort verirrt hatte. Gleichzeitig führt unterirdische vulkanische Energie zu extrem hohen Temperaturen in einem See am Fuße des Berges und ein riesiger Felsbrocken bricht aus dem Wasser hervor. Da der Felsen einen wichtigen Verkehrsweg versperrt, wird er mit Dynamit gesprengt und die Bruchstücke zurück in den Wald transportiert. Eines Nachts sammeln sich die Stücke um einen seltsam leuchtenden Felsen und erschaffen ein riesiges Felsen-Kaiju namens Gorgos, das wie ein Tier lebt und atmet. Während das Ermittlertrio mit Hilfe seiner älteren Schwester Mitsuko nach Takeru sucht, findet ihn ein Polizist unter einem umgestürzten Baum, wo er von dem Kaiju eingeklemmt wurde, und hilft ihm zum Entkommen. Takeru bringt die anderen in Sicherheit und stellt sich dann alleine Gorgos. Er klettert auf dessen Rücken und zerstört die mysteriöse leuchtende Kugel, die das Herz des Kaiju bildet, woraufhin das Kaiju zusammenfällt. Takeru wird mit seiner Schwester wieder vereinigt und kehrt glücklich in die Zivilisation zurück. Jun, Yoriko, Ippei und Dr. Ichinotani besuchen ein Labor in der Nähe des Berg Isa, um mehr über Experimente des Forschers Kimura zu erfahren. Kimura hat einen speziellen Nährstoff namens Hanicilion entwickelt, den er an Bienenvölker verfüttert. Nach einem Vandalismusakt im Gewächshaus, in dem die Bienen untergebracht sind, taucht ein riesiger Maulwurf namens Mongula auf und terrorisiert die Bauerngemeinschaft. Offenbar hatte das Tier die gezüchteten Larven gefressen und war dadurch zum Riesen herangewachsen. Kimura gibt sich die Schuld an der Tragödie, als das Monster am nahegelegenen Dorf Verwüstung anrichtet. Das Ermittlertrio findet jedoch bald heraus, dass Kimuras eifersüchtiger Kollege Itami das Gewächshaus absichtlich zerstört hatte, um dem Maulwurf so Zugang zu den nährstoffreichen Insekten zu verschaffen. Itami fliegt vor den Behörden und wird bei einem Versuch, das Kaiju mit Dynamit zu vernichten, getötet. Auf Anraten von Dr. Ichinotani wird das Militär alarmiert, um Raketen abzufeuern und so die vulkanische Aktivität in der Region anzuregen. Das Maulwurf-Kaiju wird schließlich bei dem darauffolgenden Ausbruch vernichtet. Als Jun und seine Freunde eines Abends von einer Party nach Hause zurückkehren, verirren sie sich am Stadtrand von Tokio. Als Ippei und Takahara versehentlich in einen Sumpf geraten, sucht die Gruppe Zuflucht in einer nahegelegenen Villa im westlichen Stil, um die beiden Männer vor der Kälte zu schützen. In der verlassenen Villa erinnert sich Jun an die Geschichte des Spinnenbarons, eines Mannes, der in einem ähnlich gestalteten Haus lebte und eine seltsame Vorliebe für Spinnen hatte. In der Legende nach wurde die einzige Tochter des Barons, nachdem sie versehentlich von seiner giftigen Tarante getötet worden war, selbst als Spinne wiedergeboren und trieb ihren Vater in den Wahnsinn. Schon bald werden Jun und die anderen von zwei riesigen Taranten angegriffen, der Reinkarnation des Barons und seiner Tochter, die in den Schatten der Villa lauern.
Jun gelingt es, eines der Tiere mit einem Messer zu töten und die Gruppe flieht aus der Villa, dicht gefolgt von der zweiten Spinne. Und als sie das Auto erreichen, überfährt Jun die Beine des monströsen Spinnentiers und tötet so auch dieses. Mit dem Tod der Spinne stürzt die Villa in den Sumpf und hinterlässt keine Spuren ihrer Existenz. Yoriko und Ippei sind Passagiere auf der Jungfernfahrt der Inazuma, eines futuristischen Hochgeschwindigkeitszuges, der vom Bahnhof Neu-Tokyo nach Nord-Kyushu fährt. Ippei verwechselt den Behälter mit Yorikos Koffer und nimmt versehentlich den Hochdruckbehälter mit, in dem sich Dr. Aikawas künstliche Lebensform M1 befindet. Die Lebensform, die sich hauptsächlich in einem gallertartigen Zustand befindet, erwacht zum Leben, sobald sie unabsichtlich mit dem Blitzlicht eines Fotografen ausgesetzt wurde. In dem Maschinenraum der Inazuma teilt sie sich rasant und entwickelt sich zu einem Gorilla-ähnlichen Wesen. M1 versetzt die Besatzung in Angst und Schrecken und manipuliert spielerisch die Ausrüstung im verlassenen Maschinenraum, wodurch die Elektronik des Zuges beschädigt wird. Als die Inazuma außer Kontrolle gerät, trennt der Lokführer den Passagierwagen von der Lokomotive und lässt M1 im Maschinenraum zurück. Doch auch ein junger blinder Passagier namens Itachi ist mit dem panischen M1 im Maschinenraum gefangen, der nun auf seinen Untergang zurast. Am letzten Terminal endet die Jungfernfahrt der Inazuma in einem Feuerinferno. Itachi und M1 hingegen, die sich in einem Lagerraum versteckt hatten, werden sicher in den Orbit befördert. Auf dem Rückflug von der Saturn-Expedition heftet sich eine mysteriöse Lebensform an das Raumschiff Saturn I. Das außerirdische Wesen absorbiert die Energie der Rakete, wodurch diese beim Wiedereintritt in die Atmosphäre im Meer versinkt. Jun entdeckt bei einer Untersuchung in seiner Cessna die scheinbar harmlose, ballonartige Lebensform und bringt sie zur weiteren Erforschung nach Tokio. Balunga nährt sich von der gewaltigen Energie im Herzen der Stadt, wächst unkontrolliert heran, zerstört Juns Auto und verletzt Ippei dabei schwer. Hoch über Tokio schwebt Balunga und absorbiert weiterhin die Energie der Stadt, wodurch es in der ganzen Stadt zu Stromausfällen kommt. Konventionelle Waffen sind gegen das Wesen machtlos, das nach dem Verschlingen eines Taifuns noch größer wurde. Und auf Anraten von Dr. Narunaru wird eine Rakete in die obere Atmosphäre geschossen, wodurch eine künstliche Sonne entsteht, die Balunga aus der Stadt lockt und ins Weltall bringt. Ein seltsames Ereignis im Zoo hat dazu geführt, dass die Tiere verschwunden sind und der Tierpfleger dem Tode nahe ist. Keuchend murmelt der Sterbende: Ich habe einen Vogel gesehen. In einem friedlichen Fischerdorf tragt ein Segelschiff aus dem 11. Jahrhundert auf mysteriöse Weise im Hafen. Bei der Untersuchung stellen Jun und die anderen fest, dass das Schiff völlig verlassen ist. Sie entdecken jedoch das Navigationslogbuch und einen kleinen weißen Vogel. Plötzlich beginnt das Schiff um sie herum zu zerfallen. Die Gruppe flieht und nimmt das Schiffsjournal mit, während das Schiff in den Wellen versinkt und der kleine Vogel davonfliegt. Zurück in Tokio stellt Dr. Ichinotani fest, dass das Schiffslogbuch 998 Jahre alt ist. Seltsamerweise lautet der letzte Eintrag: Ich sah einen Vogel. Das Rätsel wird noch größer, als sich herausstellt, dass der entdeckte kleine Vogel eine ausgestorbene prähistorische Vogelart namens Lariguros ist. Inzwischen freundet sich ein Junge aus dem Dorf namens Saburo mit dem Vogel an und gibt ihm den Namen Kuro. Kurz nach dem Auftauchen des Vogels im Dorf verschwindet eine große Hühnerschar. Da die örtlichen Behörden den Vogel für gefährlich hielten, fingen sie ihn ein und sperrten ihn in ein Gefängnis. Larogeus wuchs zu gigantischen Ausmaßen heran, sprengte seine Fesseln und richtete auf seinem Flug in der Stadt verheerende Zerstörungen an. Saburo erblickte den abfliegenden Larogeus und verabschiedete sich von ihm. Und als mehrere Jungen einen mysteriösen, leichten Meteor entdecken, bringt ihr Lehrer den seltsamen Stein zu Dr. Ichinotani nach Tokio. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass der Meteorit, den die Kinder Garadama nennen, aus Tilesonit besteht und starke radioaktive Wellen aussendet. Während Ichinotani, Jun und die anderen das Gebiet untersuchen, in dem der Meteorit gefunden wurde, stürzt ein riesiger Garadama in das nahegelegene Flussbett. Die Hitze des gewaltigen Feuerballs lässt das Wasser in einem Staudamm verdampfen und lässt ein kleines Boot an einer steilen Klippe stranden. Und als Jun und Ippei versuchen, die beiden Frauen im Boot zu retten, schlüpft aus dem Meteoriten ein gigantisches Kaiju namens Garamon. Garamon wird wütend und beginnt den Staudamm und die Umgebung zu zerstören. Zurück in Tokio stellen Yuriko und die Wissenschaftler des Instituts fest, dass der Tilesonit-Gesteinsbrocken als elektronisches Gehirn des Kaiju fungiert. Und um den Fluss der ausgesendeten Wellen zu unterbrechen, wird eine spezielle Schirmung um den Meteoriten angebracht. Da sein Steuersignal abgeschnitten ist, stürzt der gigantische Garamon tot um und die Invasion aus dem Weltraum wird abgewendet. Und auf einem Flughafen in Tokio führt eine plötzliche, mysteriöse Kältewelle zum Absturz eines Flugzeuges und legt den Flugbetrieb lahm.
Eine seltsame, schwarze Wolke senkt sich über Tokio herab und aus ihr steigt das Kaiju Pegulia. Nach einer Reise zwischen Nord- und Südpol erreicht das Kaiju das Herz der Stadt und verwandelt die Gegend in eine arktische Landschaft. Während Pegulias Zerstörungsfeldzug werden die Büros der Daily News bei dem Angriff beschädigt. Yuriko, Redakteur Seki und ein Junge namens Harao werden in ihrem Auto eingeschlossen, als es von Pegulias Eisangriff weggeschleudert wird. Und unterdessen entdecken Jun und Ippai einen betrunkenen Mann, der in ihrem Flugzeug schläft. Nachdem sie ihn hereingebracht haben, wacht er auf und bedroht die beiden Piloten mit einer Waffe. Nachdem Haruo aus dem eingesteigten Flugzeug entkommen ist, erreicht er den Flughafen Hoshikawa und Jun um Hilfe zu bitten. Der verzweifelte Mann erkennt den Jungen als seinen Sohn und kapert Juns Cessna, um das Kaiju anzugreifen. Nachdem er im Polarvegetationsforschungsinstitut eine Lieferung Piguimin H abgeholt hat, opfert Haruos Vater sein Leben, indem er das Flugzeug zu Pegulia steuert und es so schafft, das Kaiju aus Tokio zu vertreiben. Eines Tages suchen Kinder auf einer Baustelle nach Wertgegenständen im Dreck, als ein Mann auf einem Bulldozer ihre Fahrräder überfuhr. Als die Kinder ihre Sachen wiederfinden wollen, fand eines von ihnen, Kaneo Kaneda, einen kleinen Gegenstand, der ein klingendes Geräusch machte, das an Geld erinnerte. Später in der Nacht verwandelt sich der Gegenstand in einen magischen Kokon, aus dem Münzen flossen. Als Kaneo jedoch in den Kokon steigt, begann dieser ihn zu verschlingen. Am nächsten Morgen erwachte Kaneo und stellte fest, dass er sich in ein Ungeheuer verwandelt hat. Da alle entweder Angst vor ihm hatten oder ihn auslachten, konnte Kaneo nur noch auf die Hilfe seiner Freunde zählen, die ihm Münzen zu essen gaben. Als er hörte, dass seine Freunde ihn zu einer alten Wahrsagerin bringen wollen, floh Kaneo aus der Gegend und flüchtete in die Stadt, wo er begann, Geld aus einer Bank zu essen, das in einem Koffer transportiert wurde. Etwas benommen halfen Kanegons Freunde ihm bei der Flucht, nur um dann gezwungen zu werden, Zirkusnummern vorzuführen, bis er hinfiel. Nachdem sie unbeabsichtigt die beiden Bulldozer-Fahrer vom Vortag verfolgt hatten, wäre einer von ihnen beinahe über Kanegon gefahren, stürzte aber den Hügel hinunter. Als die beiden Bulldozer in einem Loch feststeckten, entweihten sie den Schreien von Kanegons Fluch, indem sie in die Luft schleuderten und mit dem Fallschirm wieder absetzten. Bei der Landung verwandelte sich Kanegon zurück in einen Menschen. Als der Junge nach Hause kam, stellte er fest, dass sich auch seine Eltern in Kanegons verwandelt hatten. In dem Schutze der Nacht stiehlt ein mysteriöser Mann den Trisonitstein aus dem Astrophysikalischen Forschungsinstitut in Tokio. Als eine Gruppe Meteore entdeckt wird, die sich der Erde näherten, befürchteten Jun und die anderen, dass eine Invasion aus dem Weltraum erneut unmittelbar bevorsteht. Der Dieb versteckt den Trisonit in einem Kontrabasskasten, trampt auf einem Lastwagen mit und flieht aus Tokio. Schon bald wird die Stadt von 2 brennenden Meteoren heimgesucht, die mitten in Tokio einschlagen und 2 Garamons freisetzen. Die beiden gigantischen Kaiju beginnen sofort die Stadt zu zerstören. Da die Garamon von elektronischen Wellen des gestohlenen Trisonits kontrolliert werden, leitet Polizeichef Hanazawa eine Suche nach dem mysteriösen Mann ein. Nach einer langen Verfolgungsjagd stellen Jun und die Polizei den Mann an einem abgelegenen See und können den Trisonit sicherstellen. Hanazawa umhüllt den außerirdischen Felsen mit einem speziellen Siebgewebe, in das die übertragenen Signale effektiv unterbricht, und die Garamon-Monster stürzen in sich zusammen. Der seltsame Mann gibt sich als Zikadenmensch zu erkennen und taumelt zum See, als ein Raumschiff aus dem Wasser auftaucht. Anstatt ihn zu retten, sendet das Schiff jedoch einen Hitzestrahl aus, der den Außerirdischen verbrennt. Nachdem Yuriko im Gedränge eines überfüllten Tokioter Bahnhofs fast erdrückt wurde, entdeckt sie unzählige Freiwillige, die an einem neuen Experiment namens ein Achte-Projekt teilnehmen wollen. Und als Yuriko sich nach dem Zweck des Projektes erkundigt, wird sie versehentlich auf ein Achtel ihrer normalen Größe verkleinert. Wie sie erfährt, wird das Projekt von der japanischen Regierung als mögliche Lösung für die Überbevölkerung der Städte getestet. Und durch die Militarisierung der Einwohner könnten Städte die weitere Vermehrung des Lebens auf deutlich kleinerem Raum ermöglichen. Nach ihrer Miniaturisierung wird Yuriko beschuldigt, ohne Pass in das Gebiet S13 eingedrungen zu sein und inhaftiert. Ihre normalgroße Zellengenossin hört von ihrer Notlage und hilft ihr bei ihrer Flucht. Sie wird von 2 Nonnen gefunden, die sie zu Juns Büro am Flughafen Hoshikawa bringen. Als Yuriko in dem leeren Büro ein Erinnerungsfoto von sich entdeckt, schwindet ihre Hoffnung, wieder ihre normale Größe zu erreichen, und sie begibt sich in die Zone S13. Und auf ihrer Suche nach Yuriko stoßen Jun und Ippai auf die Miniaturmetropole, deren enorme Größe die lilliputanischen Bewohner jedoch erschreckt. Und als sie Yuriko finden, flieht sie und will sich damit abfinden, im Gebiet S13 zu bleiben. Schließlich erwacht Yuriko in einem Krankenhausbett und ist überglücklich festzustellen, dass sie wieder ihre normale Größe hat. Es stellt sich heraus, dass ihr ganzes Abenteuer nur ein Traum war, nachdem sie im Bahnhof beinahe zu Tode getrampelt worden wäre.
Jun, Ippei und Yuriko untersuchen einen Unfall an einem Hang, bei dem ein LKW mit einer Urankapsel verunglückt ist. Nachdem sie den Fahrer gerettet haben, erfahren sie, dass das Monster Pagus nach dem Erscheinen eines mysteriösen Regenbogens auf der Erde aufgetaucht ist und den Unfall verursacht hat. Und als der Regenbogen erneut erscheint, erhebt sich Pagus und terrorisiert eine Gruppe spielender Kinder. Und ein junges Mädchen namens Pico hat die Urankapsel entdeckt, die sie für das magische Regenbogenei hält, mit dem sich Heilungswünsche erfüllen lassen. Pico hat eine besondere Zuneigung zu einer älteren Frau namens Tamiko, die die Kinder Großmutter nennen, und möchte die Magie des Eis dafür benutzen, um ihr das Laufen wieder beizubringen. Vom Uran angezogen, nähert sich Pagus zunächst dem jungen Mädchen, während dieses mit seiner Beute kämpft, wird aber schließlich zu einem nahegelegenen Atomkraftwerk gelockt. Das Kaiju greift das Kraftwerk an und zerstört es, bevor Neoneutronenraketen abgefeuert werden können. Pagus wird vom radioaktiven Niederschlag der explodierenden Raketen durchnässt und erstarrt zu Stein. Beim Aufprall auf den Boden zerbricht das Kaiju und der mysteriöse Regenbogen verschwindet. Pico ist jedoch fest entschlossen, Tamiko das Ei zu überreichen und zögert es Jun und den anderen zu überlassen. Als Tamiko ankommt, ist sie so überglücklich darüber, dass Pico in Sicherheit ist, dass sie aus ihrem Rollstuhl aufsteht und wie durch ein Wunder wieder zu laufen beginnt. Nach der Sichtung eines UFOs und der Zerstörung zweier zur Untersuchung entsandten Kampfflugzeuge der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte ereignet sich in Tokio eine Reihe von Fällen, in denen Menschen mysteriös verschwinden. Als Yuriko mit ansehen muss, wie eine Frau vor ihren Augen verschwindet, beginnt sie ihre eigenen Ermittlungen. Während Jun und Major Amano das Gebiet erkunden, in dem das Flugzeug abgeschossen wurde, verschwindet Jun plötzlich aus dem Cockpit seiner Cessna. Eine seltsame, Gelee-artige Substanz, die vor jedem Verschwinden erscheint, greift Yuriko in einer Telefonzelle an, doch sie kann mit Hilfe eines exzentrischen Ermittlers namens Udogawa entkommen. Udogawa erzählt ihr, dass er den außerirdischen Kemo verfolgt, der Menschen entführt und seine wahre Gestalt verschleiert. Nepal bemerkt, dass Udogawas Geschichte so stark an den Science-Fiction-Roman Herausforderung des Jahres 2020 erinnert, dass es kaum zu glauben ist. Nepal und Major Amano stellen fest, dass der Außerirdische im Roman durch den von Dr. Kanda erfundenen X-Kanal-Lichtstrahl besiegt wird. Bei der Durchsuchung seines verlassenen Hauses des echten Dr. Kanda entdecken sie eine K-Mini-Sicherung, die sie auf den Tokyo Tower aktivieren. Yuriko erwacht in einem Vergnügungspark und steht Jun gegenüber, der sich als Kemo in Verkleidung entpuppt. Als Udogawa und die Polizei eintreffen, schießen sie auf den Außerirdischen, der daraufhin gigantische Ausmaße annimmt. Kemo zerstört den Park, bis er vom konzentrierten Strahl des X-Kanalstrahls des Tokyo Towers getroffen wird. Der Körper des Aliens verschwindet und die Entführten kehren in ihre eigene Dimension zurück. Alles scheint in Ordnung, bis der neugierige Udogawa eine Flüssigkeitspfütze entdeckt und hineintritt. Jun und Yuriko reisen zur Insel Iwanajima, um die vulkanische Aktivität unter Wasser zu untersuchen. Der junge Meeresgeologe Dr. Ishii vermutet, dass die gesamte Insel bald im Meer versinken könnte. Ishiis Theorien stoßen jedoch bei der Inselbevölkerung, die vom Fischfang lebt, auf Gleichgültigkeit. Und als ein mysteriöser Gegenstand von einem der Fischerboote geborgen wird, taucht ein seltsamer, menschenähnlicher Meeresbewohner namens Ragon an Land auf und terrorisiert nachts das Dorf. Dr. Ishii fragt sich, ob der alte Aberglauber über ein primitives Volk namens Ragon, das angeblich unter dem Meer lebt, wahr sein könnten. Das Wesen dringt in Ishiis Haus ein und erschreckt dessen jüngere Schwester Fumiko, bevor er wieder verschwindet. Jun bemerkt, dass Ragon kurzzeitig von der Musik eines Transistorradios angezogen wird, was seine feindselige Natur zu besänftigen scheint. Jun lockt das Wesen mit dem Radio an den Rand einer Klippe, wo ein plötzliches Beben es den Halt verlieren lässt und in die Tiefe stürzt. Die zunehmenden Erschütterungen deuten darauf hin, dass Ishis Theorien stimmen, doch als die Dorfbewohner die Insel verlassen wollen, wird ihnen der Weg von einem zweiten Ragon versperrt, der am Hafen auftaucht. Das seltsame Objekt entpuppt sich als Ei, aus dem ein Ragon-Baby schlüpft. Funiko bringt das Jungtier zu seinem Elternteil, der es sanft aufnimmt und friedlich ins Meer zurückkehrt. Nepal rettet Jun und Yuriko mit einem Hubschrauber und die Dorfbewohner fliehen mit ihren Fischerbooten von der Insel. Iwanajima wird von einem gewaltigen Erdbeben zerrissen und versinkt in den Wellen, ein erschreckendes Omen für das, was Japan eines Tages widerfahren könnte. An Bord eines Kreuzfahrtschiffes findet Yuriko abends eine Kinderpuppe, die plötzlich zu ihr spricht. Die Stimme stellt sich als Semi vor, ein Alien vom Planeten Ruperts und warnt vor einer Version aus dem Weltraum. Erschrocken wirft Yuriko die Puppe über Bord, doch Jun und Ippei schenken der Geschichte keine Beachtung. Jun und Ippei landen schließlich von selbst im leeren Cockpit und kehren zur Basis zurück. Sie finden sich in einem verlassenen Gasthaus wieder, wo die Jukebox an einer Bar eine Schallplatte abspielt, die mit der Stimme des Außerirdischen zu ihnen spricht.
Semi erklärt ihnen, dass das Stachelrochenmonster Bostang als Hauptinstrument der Invasion vom Planeten Keel zur Erde geschickt wurde. Gemäß dem Weltraumbefehl M774 wurde Semi damit beauftragt, der Erde im Kampf gegen diese feindliche Bedrohung beizustehen. Das Ei des Kaijus ist bereits auf die Erde gefallen und hat vom Meeresgrund einen riesigen Stachelrochen hervorgebracht, der mehrere Schiffsunglücke verursacht. In der Zentralbibliothek trifft das Ermittlerteam auf Kiyumi, die menschliche Gestalt der außerirdischen Semi, die sich ihnen anschließt, um die Behörden über das Monster zu informieren. Gemeinsam mit der Küstenwache suchen sie nach Bostang und nach einem erbitterten Kampf wird der außerirdische Teufelsfisch von einer Staffel japanischer Kampfflugzeuge zerstört. Nachdem die Gefahr vorüber ist, enthüllt Semi, dass viele ihrer Artgenossen bereits friedlich mit den Menschen auf der Erde zusammenleben. Die Bewohner sind entsetzt, als Berichte über Skelettreste und riesige Fußabdrücke sie zu der Annahme veranlassen, dass ein Yeti in den nahegelegenen Bergen sein Unwesen treibt. Nachdem die Presse informiert wurde, erhält Yuriko Besuch von ihrer Freundin Ayako, die ihr eine verzweifelte Geschichte erzählt. Und während sie mit ihren Verlobten, dem Entomologen Koji, beim Sammeln von Insektenproben half, entdecken sie eine große Morphophyta-Art, die man bisher nur im Amazonasgebiet vermutet hatte. Und als die seltsamen Insekten ihre giftigen Pollen auf Koji versprühen, wurde er krank und floh wie von Sinn von Ayako. Und als sie ihn schließlich einholte, musste Ayako entsetzt feststellen, dass er sich in den Riesen verwandelte. Unterstützt von Dr. Ichio Notani verfolgt das Ermittlertrio die Spur des verschollenen Koji. Als sie ihn schließlich sichten, ist Koji zu monströser Größe angewachsen und scheint seine menschliche Gestalt verloren zu haben. Die verängstigte Bevölkerung hält ihn für ein Monster und das Militär wird gerufen, um ihn aufzuhalten. Ayako versucht verzweifelt, Koji zu erreichen und seine Erinnerungen an sie wiederzuerwecken. Dr. Ichio Notani setzt den X-Strahl ein, einen konzentrierten atomaren Hitzestrahl, der die Wirkung des Morphogifts neutralisieren soll. Und bevor Koji Ayako verletzen kann, wird er in den Wald zurückgetrieben. Jun und die anderen folgen seiner Spur und stellen fest, dass er wieder seine normale Größe erreicht hat und überglücklich ist, Ayako wiederzusehen. Nachdem ein Fischerboot von einem riesigen Oktopus versenkt wurde, wird der einzige Überlebende, Yuzo, der Sohn des Kapitäns, an die Küste der nahegelegenen Kompassinseln gespült. Und dort wird er von der schönen einheimischen Anita gerettet und gepflegt und zwischen den beiden entwickeln sich Gefühle. Der Häuptling der Insel erklärt diese Beziehung jedoch zu einem Sakrileg gegen ihren Gott, den Riesenoktopus Suda. Die Spannungen verschärfen sich mit der Ankunft von Jun und den anderen, die die mysteriösen Schiffsverschwinden in Mikronesien untersuchen. Nachdem sie Anitas jüngeren Bruder aus den Fängen von Suda befreit haben, fliehen Jun und Ipai von der Insel, um die Behörden vor dem Monster zu warnen. Bei ihrer Rückkehr stellen sie fest, dass die Einheimischen ihre Freunde dem Riesen-Oktopus opfern wollen. Das Militär trifft ein und bombardiert Suda, wodurch Jun und Ipai die anderen retten können. Vom Meer vertrieben erreicht der verwundete Suda das Ufer und greift das Dorf an. Die Einheimischen wehren sich und stellen sich dem Ungeheuer mit Speeren und Feuer entgegen. Mit der Hilfe von Yuzo und Jun wird Suda schließlich besiegt und bricht zusammen, bevor er ins Meer zurückkehren kann. Yuzo, der den Tod seines Vaters gerächt hat, bleibt mit Anita auf der Insel, während Jun und die anderen nach Japan zurückkehren. Ein Schmugglerring, zu dem auch eine mysteriöse Frau namens Eileen gehört, stiehlt eine seltene Statue und entführt dabei ein junges Mädchen namens Tami. Dieses besondere Artefakt, das Götzenbild von Goga, wurde vor 6000 Jahren von der alten Zivilisation von Alanka geschaffen und soll einen Fluch tragen, der jeden treffen wird, der versucht es aus seiner westasiatischen Heimat Abu zu entfernen. Die Strafe für eine solche Schändung ist die vollständige Zerstörung der Gemeinschaft, in der sich die Statue befindet. Die Diebe, angeführt vom Drahtseher Iwakura, sichern ihre Beute in der Iwakura-Halle neben anderen unschätzbaren Reliquien. Später wird einer der Schmuggler von seltsamen Strahlen getroffen, die aus den Augen der Statue ausgehen. Die Statue stürzt um und zerbricht, wodurch ein schneckenartiges Wesen freigesetzt wird, das zu wachsen beginnt. Jun, Yuriko und Ipai untersuchen Tamis Entführung und geraten dabei in die Schleuserhöhle. Alins wahre Identität als Min Lian wird enthüllt und nachdem bekannt wird, dass sie heimlich gegen die Schmuggler gearbeitet hat, wird sie zusammen mit Tami eingesperrt. Unterdessen wächst das Schneckenmonster Goga immer weiter und zerstört schließlich das Gebäude, wobei Iwakura unter einer riesigen umgestürzten Statue begraben wird. Unversehrt wurden Jun und die anderen vom Militär aus dem zerstörten Gebäude gerettet. Ein überlebender Dieb versucht, Min zu töten, wird aber von dem Monster, das die Stadt verwüstet, zerquetscht. Schließlich wird Goga von den Flammen eines Militärangriffes verschlungen und stirbt, während Tami sicher mit ihrer Mutter wieder vereint wird. Jun und die anderen besuchen eine Vorstellung des Magiers Akanuma.
Während der Darbietung wird ein junges Mädchen namens Lily in eine Kiste gesperrt und der Geist erscheint in der Luft, getrennt von ihrem Körper. Am Ende vereinen sich Körper und Geist wieder und sie entsteigt der Kiste, was Applaus vom Publikum auslöst. Dr. Ichi-no-Tani forscht selbst bei diesem Thema und stellt die Theorie auf, dass der Teil des Körpers, den wir als Seele bezeichnen, lediglich eine weitere Ausdehnung der menschlichen Existenz sein könnte. Und anhand von Ippei als Versuchsobjekt nutzt Ichi-no-Tani eine neue Erfindung, um Ippeis negative Energie kurzzeitig von seinem Körper zu trennen und so ein geisterhaftes Ebenbild zu erschaffen. Und auch bei Lily hat ein Aspekt von Akanumas hypnotischem Einfluss die Spaltung im Körper des Kindes ausgelöst. Unterdessen ereignet sich in Tokio eine Reihe bizarrer Unfälle, bei denen die Opfer von der Erscheinung eines kleinen Mädchens verängstigt werden. Schnell wird klar, dass Lillys Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist, sodass ihr Geist nachts frei umherwandern kann. Als Akanuma seine Tochter nicht finden kann, erkennt er, dass Lily sich auf die Suche nach ihrer ruhelosen Seele gemacht hat. Schließlich trifft sie auf ihr böses Ebenbild, das sie von einem herannahenden Zug führt. Lily hält das Pfeifen des Zuges für die Stimme ihrer Mutter aus dem Jenseits und geht weiter darauf zu. Jun und Ippei treffen gerade noch rechtzeitig ein, um mit Ichi-no-Tanis Gerät das Gleichgewicht zwischen Lillys positiven und negativen Energien wiederherzustellen und das Mädchen vor dem herannahenden Zug zu retten. Im Wiederverein mit seiner Tochter bereitet Akanuma eine neue Nummer vor, das das Kind allerdings nicht in Gefahr bringt. Joe Aikawa, besser bekannt als Dynamite Joe, erobert Japan im Sturm und steigt mit einer Reihe überzeugender Siege zum neuen Boxmeister des Landes auf. Doch vor dem Kampf um den Weltmeistertitel verschwindet Joe auf mysteriöse Weise aus der Sportwelt, was zu Kontroversen um seinen Promoter führt. Einige Zeit später, als das Ermittlertrio einen Abend in einem Badeort verbringt, erkennt Jun in einem ausgelassenen Clown den verkleideten Dynamite Joe. In seiner Garderobe hält Joe sein geliebtes Haustier, ein kleines Meeresreptil namens Peter, in einem Aquarium. Als Joes Manager Peter versehentlich aus dem Aquarium nimmt, wächst das Tier plötzlich zu riesiger Größe, erschreckt den Mann und entkommt dabei aus dem Resort. Jun stellt Joel zur Rede, der seine Identität nicht länger verbergen kann. Er erklärt, dass sich sein Leben veränderte, als er bei Peter zum ersten Mal beim Angeln vor den Philippinen fing. Joe entdeckte, dass das kleine Wesen nicht nur außerhalb des Wassers eine größere Gestalt annehmen konnte, sondern dass es offenbar auch mit ihm kommunizieren und all seine Boxsiege vorhergesagt hat. Als Peter Joeys Niederlage bei der Weltmeisterschaft voraussagte, verlor Joe jedoch jeglichen Ehrgeiz weiter zu boxen. Nun ertränkte er seine Apathie im Alkohol zwischen seinen Auftritten als Clown. In jener Nacht kehrte Peter ins Hotel zurück und Joe versuchte das Wesen zurück ins Wasser zu locken. Peter stößt dabei jedoch versehentlich ein Ölfass um, was einen Großbrand auslöst. Allein macht sich Joe auf, sein eigenes Schicksal zu gestalten, denn er erkennt nun, dass das Wissen um die Zukunft den Ehrgeiz zerstört, der uns vorantreibt, unsere Träume zu verwirklichen. Auf dem Rückflug von einer Pilotenkonferenz in Hongkong wird der Flug von Jun und Ippei an Bord eines Überschall-Passagierjets plötzlich von einer seltsamen Turbulenz unterbrochen. Das Flugzeug verschwindet vom Radarschirm und wird in einen gewaltigen, sich drehenden Strudel am Himmel gezogen. Yuriko und Dr. Ichi-no-Tani warten am internationalen Flughafen Tokio und befürchten, dass Flug 206 das Schlimmste zugestoßen ist. An Bord des Jets kommen die Passagiere langsam wieder zu Bewusstsein und bemerken, dass sich die Maschine nicht mehr bewegt. Flug 206 schwebt regungslos in einer riesigen Wolkenlandschaft, soweit das Auge reicht. Ein Krimineller an Bord kann sich von seinem Wachmann befreien und ihm dabei dessen Waffe abnehmen. Er zwingt Jun, Ippei und die beiden Piloten, das Flugzeug zu verlassen und durch den Nebel zu wandern. Sie entdecken die Überreste mehrerer Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, in deren Cockpits sich jedoch die verwesenen Leichen der Piloten befinden. Jun nutzt die Gelegenheit und versucht, dem Verbrecher die Waffe zu entreißen. Dabei löst sich versehentlich ein Schuss und verletzt einen der Piloten. Der Verbrecher stürzt sich in die Öffnung und wird unter die Wolken gezogen. Und plötzlich taucht aus dem Nebel ein riesiges walrusartiges Wesen namens Todola auf und verfolgt die Männer zurück zum Flugzeug. Jun erkennt nun, dass das Flugzeug in die 4. Dimension gezogen wurde und dass sie versuchen müssen, wieder herauszufliegen. Nachdem die Piloten verletzt wurden, zünden Jun und Ippei die Triebwerke und wehren das herannahende Monster mit einem starken Abgasstrahl des Flugzeuges ab. Sie steuern Flug 206 aus der transdimensionalen Tasche zurück in den japanischen Luftraum und retten so die Besatzung und die Passagiere. Auf ihrer Heimfahrt entdecken Jun und Yuriko einen Mann, der bewusstlos auf der Straße liegt. Sie helfen ihm ins Auto und fahren weiter. Als sie an einem Bahnübergang anhalten, schreckt der Mann durch das Geräusch eines herannahenden Zuges auf und verfällt in Panik. Der Mann, Sawamura, hat eine Erinnerung daran, wie er als einziger Fahrgast in einem seltsamen Zug saß, der wild durch die Luft raste.
Der Zug scheint in einer anderen Dimension von Zeit und Raum zu reisen. Sawamura hämmert verzweifelt gegen die Fenster und fleht, dass der Zug anhält und ihn aussteigen lässt, als plötzlich ein Schaffner auftaucht. Er folgt ihm in den nächsten Waggon und entdeckt dort mehrere andere Fahrgäste, darunter den Science-Fiction-Autor Kenji Tomono. Jun und Yoriko bringen Sawamura zu Dr. Ichino Tani, dessen Assistent den verstörten Mann mit Hilfe von Hypnose in einen friedlichen Schlaf versetzt. Später wird er seiner Familie übergeben. Dr. Ichino Tani untersucht Patienten mit ähnlichen Wahnvorstellungen und besucht gemeinsam mit Jun und Yoriko eine Konferenz, die dieses seltsame Phänomen erforscht. Auf der Suche nach Hinweisen statten Jun und Yoriko Tomonos Wohnung einen Besuch ab, nur um festzustellen, dass der Schriftsteller verschwunden ist. Sie erhalten einen Umschlag mit Tomonos letzten Manuskript, das die persönlichen Erlebnisse des Schriftstellers beim Eintritt in eine andere Dimension offenbart, eine Welt frei von den Sorgen des Alltages. Sawamura, unfähig sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, taumelt dem fliegenden Zug hinterher und fleht ihn an, ihn zurück in die alternative Dimension zu bringen. Nach der Erstausstrahlung 1966 wurde Ultra Q ein Riesenerfolg, popularisierte das Kaiju-Genre, das zuvor nur in Filmen vorgekommen war, und löste den ersten Kaiju-Boom und damit die goldene Ära des Kaiju-Äger aus. Die meisten Episoden erreichten Einschaltquoten von über 30% und daher war schon während der Ausstrahlung klar, dass die Serie einen Nachfolger bekommen würde. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Es war Frankenstein.